Hallo zusammen und willkommen im Agensas Brothers Studio. Mein Name ist Zacharias Reinhardt und das hier ist das zweite Video über die Blender-Konferenz 2013 in Amsterdam. In diesem Video werdet ihr jetzt ein paar Interviews sehen mit verschiedenen Leuten, die man aus der Blender-Szene kennt, wie Jonathan Williamson, Andrew Price, Sebastian König, den Blender-Diplom-Leuten und so weiter. Im letzten Video habe ich euch einen kleinen Reisebericht gegeben über die Blender-Konferenz 2013. Den könnt ihr euch anschauen, wenn ihr hier klickt, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr das nächste Interview sehen wollt mit Ton Rosenthal, dem Gründer von Blender, dann klickt einfach hier auf diesen Bildschirm. Ansonsten jetzt viel Spaß mit den Interviews. Sure. So my name is Jonathan Williamson. I run cgcookie.com, or more specifically blendercookie.com. cgcookie is the company, and then BlenderCookie is the Blender side of everything that we do. I kind of do a variety of things. Right now I teach Blender. I'm a modeler by trade. I'm getting into the development side, so I'm doing a fair bit of scripting and kind of working on the interface and things like that. Ja, also ich bin Sebastian König. Ich arbeite mit Blender seit, weiß gar nicht, 9 bis 10 Jahren so in der Art. Bin Freelancer und Trainer. Das sind so die zwei Sachen. Yes, I'm Andrew Price. I run blenderguru.com, and I also run 2 Blender training courses, the Nature Academy, the Architecture Academy. Also hallo zusammen, ich bin Thomas Dinges, bin 22 Jahre alt, studiere im Moment Medieninformatik und bin seit 4 Jahren Blender-Entwickler. Das heißt, ich habe angefangen mit dem Blender 2.5 Interface, habe dann dort angefangen mitzuhelfen und jetzt mittlerweile hauptsächlich auf Cycles fokussiert, arbeite dort in meiner Freizeit neben dem Studium quasi am Blender gleich. My name is Martin Sopitis. I am from Latvia. I've graduated in fine arts and visual communication, and my specialties are I create 3D assets for products and games, and I specialize in 3D shader creation, and I also do some game design in my spare time. Ja, hallo, ich bin Gottfried Hofmann von blenderdiplom.com. Das ist eine Tutorial-Seite für Blender, die Anleitungen, Interviews und einiges mehr bietet, auf Deutsch und auf Englisch. Es sind hauptsächlich fortgeschrittene Sachen, also keine Basics, sondern eher für Leute, die schon relativ viel mit Blender gemacht haben. Und ansonsten schreibe ich halt relativ viel noch für verschiedene Zeitschriften, also die CT, Digital Production und noch ein paar mehr. Ja, und halt private Trainings. Ja, ich bin Frederik Steinmetz und ich bin Blender-Diplom vor ungefähr 1,5 Jahren beigetreten. Gottfried hat das Ganze aufgebaut, ich bin dann dazugestoßen. Und ich habe bis 2008 Biologie studiert, habe es auch fertig gemacht, aber dann dachte ich immer schon seit frühester Kindheit Tierfilmer zu werden. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass man schon ziemliches Spezialequipment braucht, um deutsche Tiere interessant zu machen. Und ständig nach Afrika fliegen konnte ich auch nicht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, mit Blender kann man die Biester nachbauen, und das habe ich dann immer weiter gemacht. Inzwischen habe ich einen kleinen Zoo und natürlich meine Modeling nicht nur auf die kleinen Tierchen beschränkt, sondern auch ein bisschen anderes Zeug zwischendurch gemacht. Inzwischen ein bisschen Python gelernt, und ja, immer wenn ich eine Idee habe, die ich interessant finde, dann macht es mir großen Spaß, die mit den anderen Blenderern zu teilen. Ich bin Lino Lafette, 22 Jahre alt und arbeite professionell als 3D-Grafiker bei Egosoft. Well, as far as like the commercial extent goes, I mean, I use Blender professionally, so cgcookie is my full-time job focused around Blender. I've been using Blender professionally basically since I was 16, and it's just kind of accelerated since then. As far as the kind of more commercial side goes, I've been working with the developer Patrick Moore to develop a set of retopology tools for Blender, and then we are actually selling those through cgcookie, all licensed under GPL, but then basically selling it to support the development of it. And so all the proceeds in there are going right back into the development, and then also a lot of the proceeds just through cgcookie and whatnot, being a commercial company, also go back into the development fund for Blender. And so with everything that we're doing, we're trying to constantly be pushing Blender's development and supporting the other developers that are doing all the really, really good work and that allow us to do what we do. Well, most of my tutorials are free. They're on YouTube. But I have, the 2 training courses, the Nature Academy and the Architecture Academy. And so they're like exclusive membership courses. So people, if they want to like learn how to make architecture, or they want to learn how to make nature, trees or grass or something, then they can join the membership course, and then they get like
13 weeks of training. So they learn how to make grass, trees, rocks, kind of thing like that. And so they sign up for that course, and then I get the money, and I'm able to keep making the free tutorials on Blender Guru. And that's about it. Yeah. Nein, kommerziell nutze ich es nicht. Ich nutze es aber manchmal so kleine Hobbyprojekte, Filme, ein bisschen Visual Effects dazu und so. Also ich nutze es schon ein bisschen, aber ich würde mich jetzt nicht selber als Artist oder so bezeichnen. Yeah, I use Blender in my spare time and for my job, where I create assets for medical simulators. Also früher habe ich halt Freelancing gemacht und auch bei Projekten mitgewirkt, die es bis nach MTV geschafft haben und so, aber das habe ich jetzt schon lange keine Aufträge mehr angenommen, sondern eigentlich immer weitergegeben, weil ich momentan recht viel zu tun habe mit zum einen meinem Hauptjob. Also ich bin nur Teilzeit in dem Blender-Bereich aktiv und in dem Blender-Bereich habe ich dann halt viel zu tun mit Trainings oder Schreiben für irgendjemanden und so. Und damit, man kann natürlich sagen, dass ich damit natürlich auch jetzt kommerziell in dem Bereich aktiv bin, aber ich mache momentan eigentlich kein Freelancing mehr. Ja, ich habe in diesem Jahr mehrere Jobs mit Blender gemacht, die bezahlt wurden. Die Jahre davor war natürlich Anlauf. Inzwischen, ich habe das Gefühl, mit Python kam es, dass die Leute mehr Vertrauen zu mir haben, weil sie sehen, dass das ist nochmal eine Stufe mehr, weil man einfach Sachen machen kann, wo sich andere die Finger wund klicken. Du kannst dir ein Skript schreiben, das es für dich macht. Und ja, die Jahre davor war Blender kommerziell, indem ich für CG Tutorials gemacht habe, die dann mehr oder weniger gut bezahlt wurden. Und in der Firma, wo du arbeitest, da nutzt du auch Blender als 3D-Software? Genau, das passt in die Pipeline, nicht ganz. Am Ende exportieren das über 3ds Max, aber sonst, ja, böse. Nee, sonst ist sehr viel im Blender, das geht schon sehr gut. Also Modelle texturieren, unwrappen, blablabla, geht schon im Blender sehr gut. Erstmal Blender lernen und gut sein, gutes Portfolio haben, gute Webseite haben. Irgendwie im Internet vorhanden sein, also über, weiß ich nicht, YouTube, Vimeo, Twitter, Facebook, Foren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich irgendwie vernetzt, dass man sichtbar ist im Netz und dass man sich irgendwie gut darstellt. You gotta learn marketing. Marketing. It's important. It's you gotta learn how to sell yourself. And because that's really what it is, it's a business. You got to treat it like a business. And if you just make tutorials or you just release a product, nobody's going to buy it unless they know you. They know that you've got good quality stuff. So you got to learn how to push it, market it you got to be a businessman, you know. You have to learn internet marketing. So there's a lot of really good blogs on how to get your blog read and how to sell a product. It can be quite easy. I mean, it's a matter of basically making regular, high-quality content. So if you're making video tutorials and you say, I'm going to make a tutorial every week, you have to do it every week or every 2 weeks, whatever you say. But you have to do that. And as well as that, having an email newsletter, that really helps. So people can subscribe to your newsletter, and then whenever you make a new tutorial, you send them the tutorial. And then you have their email addresses, which is good because then they'll keep coming back to your site whenever you make a tutorial. And then in the future, I don't know how many years down the line, when you actually want to make money and you decide to sell a DVD or a training course or something like that, then people will have built up trust with you, you know, because they know who you are, they know your training is good, they know, you know, yada yada. So then releasing the course or releasing the product, I mean, it almost sells itself because people know you. Ich habe halt wirklich so angefangen, ganz unkommerziell, einfach nur als Hobby und irgendwann mal war es halt so weit, dass mir die Leute Geld angeboten haben und dann habe ich halt gedacht, okay, mache ich das weiter, weil ich eigentlich vom Studium her überhaupt nicht in die Richtung gegangen bin, sondern Informatik. Es macht halt Spaß und ich habe halt gesagt, okay, wenn die Leute wollen, dann mache ich das. Also ich kann jetzt eigentlich überhaupt keine Tipps geben, außer macht Amateurfilme, engagiert euch in eurer Gegend und macht einfach, was euch Spaß macht und irgendwann kommt schon jemand und sagt so, hey, du kannst doch das und das. Ich brauche da was, vielleicht kannst du ja mal was für mich machen. Mir fällt nur Augen offen halten nach Angeboten und ein starkes Portfolio ein. Also Vitamin D, man braucht Beziehungen, anders geht das nicht. Also Glück gehabt und Glück gehabt und Glück gehabt. I started in Blender when I was 13, I think, originally. The very first version that I used was 2.25, I think maybe 2.24, like right before it went open source. And then I tried it out for like a month and then I stopped. And then a few months later I picked it up again when it was 2.27, I think. And I've just never stopped since then. 237. Ich wollte einfach mal 3D ausprobieren. Ich hatte irgendwie in der Uni gesehen, irgendwelche Leute, die 3D
machen und das fand ich ganz toll, wollte das auch machen. Habe dann gesucht, so was gibt es so an 3D-Produkten und habe dann Blender gefunden und erstmal ein bisschen rumgespielt und habe das dann irgendwann im Rahmen meines Kunststudiums eingesetzt. Da sollte man irgendwie mit PowerPoint, damals sollte man irgendwie eine PowerPoint-Präsentation machen und dann dachte ich, ja geil, das kann ich noch ein bisschen aufpeppen mit 3D. Also das war sehr schlecht, muss ich sagen. Also ich fand es natürlich cool und toll, es war aufregend, aber wenn ich das heute anschauen würde, würde ich denken so, krass. Aber ja, also man fängt halt klein an. Yeah, well, I've been using it for 10 years. I think it was 2.33. I was really into the game Need for Speed, the racing game, you know. I wanted to make a car, like a sports car, you know. So I searched for some 3D software, some free ones, and I think I found some like terrible like Animate kind of program, and then a Povre, I tried that didn't work, and then I found a picture of a red car on like Google Images or MSN or whatever it was back then, and it was red car and it was from the Blender.org website, and I was like, oh, and so I thought, all right, and so I set myself a goal like, I'm gonna learn Blender until I can make that red car. It took me like 4 years. I got there eventually, but that's what got me hooked on it, yeah. Also das erste Mal heruntergeladen habe ich es 2007. Das war noch Blender 2.4.5, also noch mit der älteren 2.4 Oberfläche. Kam aber auch recht gut rein, habe mir dann ein paar Tutorials angeschaut. Da gab es so ein nettes Pfefferkuchenmännchen im deutschsprachigen Wiki. Ich denke, damit haben sicherlich viele angefangen und so bin ich nach und nach ein bisschen reingekommen. Also ich war damals total fasziniert von Elephant Stream. Einfach erstens mal der freie Aspekt, dass es ein freier, offener Film ist, der mit freier Software gemacht wurde, aber auch von der technischen Seite. Also ich weiß nicht, aber ich denke irgendwie 2006, 2007 war HD halt auch noch so eine neue Sache und wow, es gibt diesen freien Film in HD und es sieht alles so toll aus. Und es wurde mit kostenloser Software gemacht. Oh yeah, I don't remember the first version, but I remember that it was, I think in 2004 or something. I was really interested in creating computer games, and I had an old Mac, and I think the first, the only real game engines at that time for the Mac computer and for the Mac OS was Unity. At that time, it was really young engine, and I realized that the Blender also has a game engine, and I started using it as a game engine. And well, I guess it was 10 or 9 years ago. Das ist jetzt ein bisschen eine komische Geschichte. Ich komme eigentlich aus der After Effects Richtung und da gab es so ein Projekt, das sollte ich für jemanden Hochhäuser erstmal kaputt machen und danach anzünden und da sollten auch Rauchwolken raussteigen. Das hatte ich zuerst versucht in After Effects mit Partikelsystemen, aber das hat dem Auftraggeber wenig gefallen. Und da ist mir aufgefallen, verdammt, ich muss irgendeine Simulation lernen. Und ich kannte schon FumeFX und 3ds Max. Und da habe ich ein bisschen davor zurückgeschreckt, weil ich dachte, verdammt, ich müsste da eigentlich erst 3ds Max lernen und danach FumeFX und ich habe irgendwie nur 4 Monate. Es war eigentlich sehr lang für das Projekt, die ich Zeit hatte, aber in der Zeit das alles zu lernen, dachte ich, keine Chance niemals. Und da hatte ich halt gerade gesehen, dass in Blender 2.50 Alpha 0 eine Rauchsimulation integriert wurde. Und ich hatte halt ernsthaft gedacht, dass wenn ich mich bei Blender einarbeite, dass ich mich da nicht so viel lernen muss wie bei Max und FumeFX, weil ich dann dachte, ich muss nur ein Programm lernen. So war dann letztendlich natürlich auch ziemlich viel Aufwand, aber ich hatte halt von Anfang an sozusagen die Rauchsimulation benutzt. Und da hatte ich halt auch dann sehr schnell dann tatsächlich auch ein schönes Ergebnis und hatte das dem Herrn auch abgegeben. Der Kunde war zufrieden und so. Und plötzlich hatte ich halt mich mit Blender beschäftigt und dann hatte ich halt auch gesehen, das hat noch einen Kompositor drin. Also ist eigentlich schon so ähnlich wie After Effects, nur cooler, weil es halt echtes 3D hat und so, und da bin ich halt auf dem Programm hängen geblieben. Ja, ich habe, wie gesagt, bis 2008 Biologie studiert und dann habe ich versucht, ins Filmen einzusteigen, aber es ist ziemlich schwierig, mit einem Equipment von unter 50.000 Euro Tiere zu filmen. Und deswegen habe ich mehr und mehr gemerkt, dass ich mir zumindest erstmal Basics aneignen muss oder beziehungsweise auch lernen muss. Und habe mich dann zur Verfügung gestellt für verschiedene Firmen im Aufbau, versucht da eben mit aufzubauen und mit Know-how reinzugehen, aber auch die sind alle in irgendeiner Form gescheitert. Und der eine von denen hat mich zu Blender gebracht. Und er hat einfach mal gesagt, hier, guck es dir an, damit kann man tolle Sachen machen, mir Elephant Stream gezeigt, das war Version 2.4.6. Und ich habe das aufgemacht und dachte, rosa Quadrat auf grauem Grund und ein Add New Button, das ist alles, was ich gesehen habe. Und ich dachte, okay, habe ein bisschen rumgeklickt, funktionierte gar nichts, sofort wieder zugemacht. Aber dann war ich auf der Blender.org und habe mir die Gallery angeguckt, dachte, okay, na, wenn die das können, dann kann ich das auch.
Blender noch ein bisschen angeguckt, ein paar Tutorials gefunden und irgendwann habe ich dann auch selber kapiert, in welche Richtung das geht und selber Sachen ausprobiert. Ja, und inzwischen denke ich, habe ich mich zumindest jedes Gebiet mal angekratzt. Es gibt aber so eine Diskrepanz zwischen ersten runtergeladenen Blender und erste benutzte Version. Erste runtergeladen ist, glaube ich, 2.43, aber aufgemacht, weggeschmissen, weil es einfach nur komisch war. Und ich glaube 2.4.6, 2.4.7 wirklich aktiv angefangen. Das war um 2008 rum. Ich glaube Ende Oktober 2008, glaube ich, richtig angefangen mit Blender und seitdem stetig am Machen. Gute Frage. Ich glaube, ich hatte für einen bekannten Ego-Shooter Spray-Logos machen wollen. Und da gab es 3D-Schriften. Und ich hatte kein Tool, um 3D-Fonts zu machen. Von da habe ich dann geguckt nach irgendeinem Programm, womit ich dann Schriften in 3D aufblasen kann. Und da bin ich über Blender dann gestoßen. Habe es dann darüber gemacht. The first actual project that I remember doing was I was working with a guy that I met online from Virginia on a mod project for a game. He was making a mod based on the original Dungeon Keeper game, and he was trying to remake Dungeon Keeper as a mod for. It was going to be a variety of engines, but mostly the Doom 3 engine from id. And so I was doing all the character models for that. And they're terrible, terrible models. I did just find them on an old hard drive last year. And I don't think I ever want to show them publicly. But that was the first project that I remember really contributing to and spending a lot of time on. So it was a lot of fun. Ja, also ich habe gerade mit kleinen Sachen angefangen, ja schon Tutorials gemacht und so. Dann weiß ich noch, habe ich dann kleinere Raumschiffe oder so modelliert, aber ja, ich habe dann leider auch schnell entdeckt, dass ich nicht wirklich so den künstlerischen Draht habe und es endete meistens ein bisschen Frustration, weil es dann nicht so gut geworden ist und ja, das ist dann auch der Grund, warum ich mich immer mehr fürs Technische interessiert habe. I guess it was a game for my friends. He had a birthday, so I quickly made something like a shooter. Really crappy one, but I printed a disc cover. I made it look like it's been bought in some dodgy shop. He realized that it was me who created it. Ich habe, glaube ich, einen Kuli zuerst gebaut. Oder ein Raumschiff. Ich habe ein Raumschiff gebaut. Mein alles Objekt ist ein Raumschiff. Es ist ein blaues, hässliches Etwas. Es war ein Raumschiff. I mean, I guess I can answer that a lot of different ways. I mean, I guess, the one thing that I like above all else is that it's open source and that we have the freedom to kind of do whatever we want. The fact that myself, as someone that's not a developer, can just jump right in and start changing things, tweaking the interface and looking at the source code and adapting it is really, really cool because you really can't do that with most software out there. If I were using Modo or Max or anything like that, I couldn't do that. So that's really, really cool. So that's definitely something that I like. I do actually, just as far as the features that goes, I love the modeling tools. I think they're really, really good. They're really fast, and they allow me to do what I want to do. As far as what I don't like, I don't have enough time. Of course there's little things that I don't like in Blender. There's things like inconsistencies with the UI or with, some tools that don't behave like I want them to do. But that's a minor thing overall because for the most part, it's let me do what I do and I like it. So. Ich würde sagen, vor allem in erster Linie Community und dass es offen ist, dass man Zugang zu den Entwicklern hat, dann natürlich das Blender alles kann, Workflow, Interface, alles, also das meiste davon ist sehr gut. Was ich glaube an Blender besonders schätze, ist, dass man eine Pipeline in einem Programm hat. Man muss nicht importieren, nicht exportieren, man kann einfach losarbeiten. Es gibt ein paar Workflows, die bescheuert sind, die das Leben einem schwer machen, aber so im Großen und Ganzen ist es super. Well, that one should be obvious. I mean, I don't know if you've been following it, haven't you? Yeah. So recently, of course, I made a very controversial proposal that we should improve Blender's interface because I think it's. I think somebody on another forum, I think it was Modo Forum or CG Society, they said it really well. They said Blender is this expensive, powerful package, and it's so powerful and so amazing, but it's wrapped in barbed wire. And to get to that awesome power, you have to claw through the wire, and it's and it hurts and it's painful, and a lot of people just quit. It's forget it, I'm not interested. I'll go use something that's easier, so they'll just pay for Modo or whatever. So I think that the interface
I think honestly, Blender could be so much more than it is. I think, and that would be beneficial for absolutely everything. You'd have more artists working for Blender, which means you'd have more for future developers, which means you'd have more, donations to the foundation, and then eventually you'd have schools picking up Blender because it's easier to learn to the schools, and then of course you'd have more studios that are picking it up because it's being taught in the schools, and then it would just have this cycling effect where it would just gain and gain and gain in momentum. But you've got to make it usable, and I think that right now the interface is the weakest point of Blender. What do I like about Blender? It's very flexible, and it allows you to do almost everything that the any 3ds Max, Maya, anything like that will allow you to do. So it's very powerful. It's got a great rendering engine now. Cycles, of course, which is amazing, and you can clearly make movies with it. It's available to everyone, and it's very powerful, very flexible, and the developers do a great job. Also an Blender gefällt mir sehr, vor allem die Community. Wir haben eine sehr große und sehr freundliche Community. Und obwohl wir alle das gleiche Ziel vor Augen haben, quasi einfach Blender weiterbringen möchten, es verbessern wollen, schauen, welche Funktionen man noch hinzufügen könnte, ist das Ganze trotzdem sehr locker. Man hat eigene Freiheiten, wo man sagen kann, man würde gerne auch mal ein bisschen experimentieren und schauen. Was mir nicht so gefällt, sind manchmal lange Debatten, die manchmal auch ein bisschen aufgeheizt sind in den Foren zum Beispiel, wo man einfach sagen muss, es ist manchmal ein bisschen schwierig eben, dadurch, dass alles so offen ist, bekommt man zum Beispiel einfach auch sehr frühe Entwicklungen mit und man kommt zum Beispiel auch Kritik auf, wo man dann sagt, ja, ist das überhaupt der richtige Weg? Immer nicht vergessen, dass quasi im Internet auch Menschen dahinter stecken und jeden mitnahmen und man einfach immer höflich und freundlich sein sollte. Well, the best feature of Blender is its community. If you get into it, it's the best thing ever. If there is no feature in Blender, you can always ask a developer. He will do it. So that's also a really great feature. And the shortcomings, well, especially in Blender game engine, it needs an upgrade. And that's what Ton is focusing right now in the 2.8 release. So, well, there are no complaints from my side. Everything's perfect. Also was ich total lieb ist, dass es ein Paket ist für alles, also dass ich alles in einer Software machen kann. Und was noch total genial ist, ist, dass man es runterladen kann, ohne es jetzt installieren zu müssen. Dass es also von vornherein eine Portable-Version gibt, dass es auf eigentlich jedem Betriebssystem läuft. Das momentan auf dem Markt ist wichtig, dass die Software beim Runterladen so unglaublich klein ist, dass sie so schnell lädt im Vergleich zu anderen Softwares wie zum Beispiel 3D Studio Max. Auch das Interface gefällt mir total gut. Was ich nicht so mag, ist das Problem, dass halt viele Bereiche sind ein bisschen eingeschlafen, wo ich sage, da bräuchte man noch mehr. Also Partikel momentan, hauptsächlich verschiedene andere Simulationstools, aber das soll ja irgendwann angepackt werden, habe ich gehört. Also ich finde die Interface unglaublich gut. Ich habe sogar ein Video veröffentlicht, wie schlimm ich die Photoshop-Interface finde. Da habe ich Antworten gekriegt, das geht nicht anders. Da habe ich dann drunter geschrieben, guck dir Blender an, das geht anders. Und auch, dass sie sich einfach trauen, die Sachen auf Shortkeys zu legen, die auch vielleicht nicht gleich zu finden sind, aber dann googelt man es halt schnell. Ich sehe natürlich ein, dass das für Anfänger schwierig ist. Und was mir nicht gefällt, ist, dass es sehr oft ein bisschen bei komplexeren Sachen sehr unvorhergesehene Sachen macht. Also Partikelsysteme können einen Tag laufen, am nächsten Tag nicht mehr. Was ich mag, dass es unglaublich breit gefächerte Tools gibt. Also alles, was man haben will, ist da. Fast alles. Und man kann also vom Anfang vom Modell bis zum fertigen Animationsfilm, was auch immer, kommt man durch mit der Pipeline. Das ist sehr schön. Was ich nicht mag, dass es nicht so verbreitet ist in der Industrie, ich weiß es nicht. Manchmal, keine Ahnung, es gibt Kleinigkeiten, die halt stören. Kleine Tools, die fehlen, aber sonst, ich mag halt, wie es sich entwickelt und sehe es halt gerade nicht so negativ. Also ich bin ja relativ, polarisiert. Ich mag Blender. Also super. Also jedes Jahr wieder toll, die Leute zu treffen. Hier zum Beispiel da hinten Sergej und Kir, die vielleicht geheime Besprechungen haben, was Neues implementiert werden könnte. Das ist immer aufregend, weil viele Features werden halt tatsächlich auch auf der Konferenz eingebaut, weil es halt so den direkten Kontakt gibt zwischen den Usern und den Artists und den Entwicklern vor allem. Und ja, das ist schön. Yeah, it's good. I mean, I like it because you can meet everybody, you know? Like the presentations are good, but I mean, I can watch them online. Yeah. So now you can watch them online. There's actually no reason to come here except to meet people, because
I mean, it's almost like better watching it online because you're more relaxed. I don't know, but yeah, no, meeting everybody is just great because before I came to the Blender conference, it was very hard to be a complete stranger on the internet and talk to, you know, Ton or any of the people here because I'm just a stranger. You're a nobody. But when you come to one of these events, you get to meet people. It's like you have a relationship, like a friendship. And so the first one I came to one of these things, I met everybody, and ever since then it was a lot easier to email them and, you know, have a friendship, you know, kind of thing. It's really important. I think if you don't make the effort to come to one of the Blender conferences or whatever it is you're into, art, computer, whatever, you know, it's always beneficial to go to the conferences because when you meet people, it's a human thing, you know. Seeing people face to face is just friendly and people will like you more, pretty much. Bisher gefällt es mir sehr gut. Es sind wieder mal sehr freundliche, nette Leute hier. Es ist leider ein bisschen voll, also ich weiß es nicht, wir sind glaube ich so 260 oder so Leute im Moment. Und man merkt schon, dass der Ort ein bisschen voll wird damit. Gerade wenn jetzt alle in einem einzigen Raum sitzen und wirklich die gleiche Präsentation anschauen wollen, dann ist es ein bisschen gefüllt, aber ansonsten macht es wirklich sehr Spaß. Vor allem, weil man eben mit den Leuten das ganze Jahr über kommuniziert, E-Mails schreibt, im Chat ist, aber man sieht sie halt nie und dann einmal im Jahr wirklich mit denen zu sprechen, das ist, denke ich, eigentlich das Highlight der Konferenz. So it's my first time in here, and it's awesome. The people here and the feeling and the presentations are really cool. Also ich bin zum zweiten Mal hier und ich finde sie eigentlich super. Nee, ist eigentlich super genial. Also das Einzige, was vielleicht blöd war dieses Jahr, ist, dass sie jetzt das Limit erreicht haben und dass es ausverkauft war. Das heißt, dass eigentlich nicht noch mehr Leute hierher kommen können. Aber das wird sich vielleicht ändern. Also es gab anscheinend auch das Problem mit dem Evening Dinner, dass da auch nicht alle hin konnten, sondern nur 165 Plätze bei 270 Leute, die zur Blender-Konferenz wollen. Aber habe ich auch schon gehört vom Ton, dass es halt in Amsterdam schwierig ist, richtig große Sachen zu bekommen. Ich finde es toll, dass man die ganzen Leute, die man nur als Stimme kennt oder manchmal als Foto, vielleicht ein bisschen Film, mal kennenlernt, von Angesicht zu Angesicht, und dass irgendwer findet sich garantiert, der Ähnliches macht, der einen sucht oder der ähnliche Sachen braucht und so. Also Networking, habe ich das Gefühl, das hat hier sehr gut funktioniert. Das erste Mal jetzt mal geguckt. Ich wohne relativ nebenan, 3 Stunden entfernt, von daher gesagt, gucke ich es mir mal an, und ist unglaublich cool, dass man alle Leute mal trifft, die man so kennt, und ein bisschen Kontakte schmieden kann und sagen, ja, ich brauche das, und dort die Developer mal in den Hintern treten und sagen, ich brauche da ein Tool, und dann sagt der Developer, ja, das mache ich dir mal. Also es ist schön direkt, ist schön mal. I do now. I did not before, so I'm actually really eager to check out your guys' work. Bei YouTube, ich hatte mal irgendwie gesucht nach Blender-Tutorials zu verschiedenen Themen auf Deutsch, und dann bin ich dann irgendwann auf diese Agenzas Brothers gestoßen und dachte, aha, wer ist das? Und naja, okay. Und dann irgendwann später nochmal was auf Blender Nation, glaube ich, hattet ihr mal irgendwie ein Video. Und ja, das ist schön, dass es ja, so rege Blender-Leute in Deutschland gibt, die auch Tutorials machen, DVDs produzieren und so. Ja. I have to be honest, it doesn't ring a bell, but yeah, I don't know the German Blender community, you know. I assume everybody in the German Blender community knows who you guys are. Ich denke mal, ich habe euch zum ersten Mal bei uns im Blender-Forum Blendpolis gesehen, als ihr was gepostet habt, und dann bin ich auf eure Einsteiger-Tutorials gekommen, habe mich da mal ein bisschen umgeschaut, und ich fand es cool, dass ihr beide euch damals selbstständig gemacht habt und eine kleine Firma gegründet habt. Sowas ist natürlich auch mutig und mit Risiken verbunden, aber ich denke mal, ihr habt da einen guten Start hingelegt, also finde ich toll. Da wollte jemand eine Frage nach deutschen Einsteiger-Tutorials, und da gab es so 2 so Seiten, und ich hatte ihm halt die Agenzas Brothers Seite empfohlen, weil ich da mal ein bisschen reingeklickt hatte und dass die Tutorials eigentlich relativ sinnvoll ausgesehen haben und relativ viele Basics dabei waren, und da habe ich ihm halt dann diese Seite geschickt. Ich würde sagen, wenn du nach Blender-Tutorials suchst, stößt man früher oder später auf euch. Also so ging es mir. Wahrscheinlich bei YouTube, dass man irgendwo mal ein Tutorial sieht. Ich mache ja selber welche, und dann gab es immer, ja, hier, die machen dies und das, kannst du mal vielleicht was Ähnliches tun, und das kennt man halt. Man kennt so die Branche, so diese Szene so ein bisschen, und von da hat man da so ein paar auf dem Radar. Euch natürlich auch.
thanks for being there. I hear from Thomas Dinges that you guys it's continuing to grow, and that it seems like the German community is like half of the Blender conference already, so I think that's incredibly cool, and you guys probably have a higher percentage of Blender users in Germany than probably anywhere else in the world, and I don't know what you guys are doing, but you're doing something right, and it's awesome. So. Einfach dranbleiben. Also mein Rat für verzweifelnde Blender-User. Es ist einfach kompliziert und man muss dranbleiben und man wird belohnt von Blender dadurch, dass man da wirklich alles umsetzen kann, was man will. Why are there so many of you guys? There's almost I think more Germans here than there are Dutch, which is bizarre. It's good. I like it. And so many good German developers, and it's just great. Yeah, keep on going on, and maybe getting be more integrated with the English community as well. Also ich denke einfach, wir haben eine sehr große Community in Deutschland. Das hat man jetzt auch hier gesehen im Einführungstalk von Ton. Er hat gefragt, wer kommt aus Deutschland, und da gingen sehr viele Hände hoch. Ich finde einfach, wir haben sehr viel Potenzial bei uns im deutschsprachigen Raum, also auch Österreich und Schweiz natürlich. Und also ich bin jetzt im Moment der Vorsitzende vom Blender-Verein, und wir organisieren dadurch zum Beispiel das Blender-Forum, blendpolis.de, aber auch den deutschsprachigen Blender-Treff jedes Jahr, den Blender Day in Stuttgart. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch einfach mal melden, dazukommen, mitmachen und euch einfach austauschen und Spaß mit Blender haben. Kommt zum Blender Day und nicht nur auf die Blender-Konferenz. Der Deutsche Blender Day ist sehr schön in Stuttgart und schöne Jugendherberge, macht echt Spaß, und es gibt auch genug Plätze. Wie kann man sich darüber informieren? Blenderday.de. Blenderday.de, also könnt ihr mal vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Wir sind zum Anheuern. Also einer der Gründe, warum wir Blender-Diplome machen, ist, damit die Leute sehen, dass wir das, was wir machen, auch in irgendeiner Form ein bisschen clever rangehen und nicht einfach nur am Schluss funktioniert es irgendwie. Keep blending. It's awesome. Weitermachen. Cheers. Cool. Nice talking to you. Cool. Bye. Gerne. Dankeschön. Viel Glück noch auf euren Weg. It was a pleasure. Thank you. Kannst du noch ein paar Worte? Some question of Lars. How do you came to the idea of the bathroom scene? It all started with the release of a Blender 2.48. I think it was the first Blender release which introduced GLSL shading, and there was a guy named Mike Pan. He was at that time he was also a Blender guru, and I really liked all his stuff. And then I found out he's using GLSL depth of field shader. I tried it and it was so cool, and I just realized I have to create some showcase to show the new Blender features. And it also included the bullet physics engine with the soft bodies and everything and the constraints. So I had to make something. Why exactly a bathroom? Especially the bathroom wasn't too clean. It was something like from Soviet times. Really nasty place. But perhaps maybe because it's reminded maybe of an old bathroom my grandparents had. So I had to realize something like this. One question. Some people noticed that there is no toilet. Why? But there is a bath. I added toilets in the next release for Blender bathroom demo. It didn't got very popular, so I guess one with a rope to pull. Yes.